dieser Woche bin ich zum ersten Mal allein in den Schären unterwegs. Es ist eine grosse Herausforderung für mich. Gleichzeitig muss man zum Boot schauen, steuern, die Segel bedienen und navigieren. In den engen Fahrwasser kann man das Cockpit kaum verlassen. Weil ich mich auf dem Rückweg befinde, kenne ich aber zum Glück die Strecke schon ein bisschen. Hier bin ich auf dem Weg von Arkösund nach Harstena. Angekommen im Paradies, Harstena. Bei schönstem Wetter, inzwischen regnet es. Harstena ist der Segeltreff im Sommer und völlig überfüllt. Und jetzt hat man da noch eine Chance auf ein Plätzchen und ich habe tatsächlich auch ebenfalls eins bekommen. Hier sehen wir die Einfahrt von heute nach Harstena durch die Schäreninseln. Das Anlegen ist nicht einfach. Viele Anlegeplätze sind zu flach für mein Boot. Glücklicherweise hat der Skipper von einem anderen Boot geschaut, wo es genügend tief ist, und hat mir auch beim Anlegen geholfen. So, auf dem Weg von Harstena nach Gritzwarf. Wir haben heute ein bisschen wenig Wind, dafür ist es sehr gemütlich. Auf dem Weg nach Gritzwarf, von Harstena herkommend. Die Tonne da haben wir jetzt gesucht und gefunden. Ja, leider heute haben wir so wenig Wind. Gerade etwa 1 bis maximum 2 Boote vor, und wir werden in einer Stunde bereits in Gritzwarf sein. So, wir nähern uns am Ziel. Nächstens werden wir in Gritzwarf sein. Und dann, ja, wie immer das Gleiche. Schauen, ob es ein Plätzchen gibt und dann probieren, eine Hand so gut als möglich anzulegen. Ich habe es jetzt hier gerade ein bisschen einfach, weil vorher haben wir 2 Motorboote überholt. Und eigentlich kann ich nur denen hinten nachfahren und jetzt sehen sie gerade da vorne, wie sie in den Lücken innen verschwindet. Und so ist es natürlich relativ einfach. Jetzt sind wir also verankert hier in Gritzwarf. Leider nicht in der Werft selber. Wir sehen sie hier vorne, die Werft. Die haben keinen Platz mehr gehabt. Und nach einiger Zeit warten habe ich mich dann entschlossen, hier verankert zu gehen. Da sind wir jetzt. Jetzt bleiben wir heute Nachmittag da und werden dann mit dem Ding irgendwann ans Land gehen. Und ich bin hier im Cockpit draussen am Vorbereiten für den nächsten Tag. Prost! So, zum Glück hat es auch heute noch ein bisschen Wind gegeben. Ich habe schon gemeint, ich muss alles zusammen motoren. Hier haben wir Seehund auf diesen Schären oben. Ein Haufen Schiffe hier auf dieser Autobahn. Die meisten zurzeit von Süden nach Norden. Und ich bin jetzt halt bereits wieder auf dem Weg nach Süden. Da hinten kommt schon der nächste. Der hat sogar jetzt auch AIS. Collision alert. Ahead. Das ist jetzt ein Segler, das wir vorhin gerade gesehen haben. Ja, wieder eine enge Passage da. Und anschliessend geht es darum, die Segel zu bergen.
Da sind wir bereits in der Ankerbucht. Hier ein anderer Segler, ebenfalls so knapp durch die Schäre durch. Und zwar nicht im betonten Fahrwasser. Da Morgenessen in Botswicken. Ja, und so sieht es da außen aus, wo wir gestern reingekommen sind. Also ich einmal. Immer noch allein unterwegs. Ein guter Miteinander. Und vom Weg nach Westerwijk, von Botswicken her. Und da bereits die nächste Durchfahrt markiert. Vorne dran mit einer grünen Tonne und hinten für 2 Leuchttürme.